Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Seid herzlich willkommen in meinem Ausflüge YouTube-Kanal. 1. Februar wird Löwe Vollmond stattfinden, 13:03 Grad. Und heute werden wir das ganz genau schauen. Bevor ich aber auf das Thema eingehe, ganz kurze Zwischeninfo an euch. Einige haben mich in den letzten Tagen gefragt und gesagt, du Mahara, es ist so unruhig und ich bin nervös, ich träume, ich kann nicht schlafen teilweise. Es ist so, also wenn ihr auch diese Symptome habt, das ist ganz normal zurzeit, weil in ein paar Tagen wird Uranus direktläufig werden. Und es sind jetzt wirklich die Schattentage. Und der Schattentag geht noch ein bisschen auch einige Weilen. Das heißt, also in den Schattentagen von Uranus, vor allem die nächsten paar Tagen vor allem, ist große Achtsamkeit angesagt. Es sind natürlich jetzt die großen Wendepunkte kommen jetzt. Und die Schattentage kann zum Beispiel sein, Nervensysteme können blank liegen, Gereiztheit kann das sein, Unruhe kann das sein, nicht schlafen können oder in der Nacht aufwachen und unbedingt viel trinken wollen oder mit irgendwelchen Leuten unruhige Diskussionen kann es zum Beispiel sein. Und weil jetzt auch der Saturn im letzten Grad vom Fisch ist, da kann jetzt auch so diese Sensibilität sehr hoch sein oder Träume, sehr intensive Träume. Teilweise können auch Leute im Moment sein, wo zum Beispiel eine Wahrnehmung empfinden oder etwas spüren, aber dieses Wahrnehmen muss nicht immer real sein oder es muss nicht echt sein oder es kann sein, dass emotional am Keller unten ist. Zum Beispiel in den Schattentagen Uranus ist zum Beispiel typisch. Ich habe heute etwas gehört, dass in Deutschland jemand in U-Bahn war und hat eine Person, eine Frau, glaube ich, in den U-Bahn mitgerissen sind, eine junge Frau, glaube ich, gestorben. Das ist zum Beispiel Uranus, ganz plötzlich aus nichts kommt, macht einen riesigen Crash in unserem Leben. Das kann zum Beispiel sein im negativen Sinn. Es kann aber auch so sein, dass ganz plötzlich etwas, was wir wünschen, wo das nie passiert ist und plötzlich kommt es eigentlich in Ordnung eigentlich. Also das kann zum Beispiel auch etwas ganz Positives sein. Also es muss ja nicht nur negativ, es kann auch sehr stark positiv ausgelebt werden. Also plötzliche Wendepunkte oder es kann auch zum Beispiel, also diese Tage jetzt werdet ihr ganz viel so Unruhe in der Weltgeschichte hören, ob das jetzt Naturkatastrophen sind, vor allem mit Wasser, Überschwemmungen. Es kann auch in der Wohnung plötzlich Überschwemmungen geben, übrigens Leute. Irgendwelche Rohrbruch kann irgendwo sein oder es kann, was wichtig ist vor allem, alles was mit Strom, Elektrizität, Lampen, Kerzen, Gas, all diese Dinge ist achtsam angesagt, weil ihr werdet jetzt in den nächsten Tagen auch viel mithören. Irgendwo ist ein Gas explodiert, irgendwo ist Strom explodiert. Irgendwo ist Stromkasten nicht gut gewesen, Haus ist abgebrannt, kann das sein. Die Leute werden, es ist auch eine Energie, wo die Leute werden Aufstand machen in ganz vielen Ländern. Also das ist so wirklich jetzt so diese Energie, wo wir reinkommen können. Und jetzt werden wir dieser Vollmond, also Löwe-Vollmond anschauen. Dieser Löwe-Vollmond steht unter den Schattentagen von Uranus natürlich und der Saturn schon letzten Grade in Fische. Das ist natürlich, es zeigt schon, dass dieses Vollmond eine sehr starke Energie hat. Und in diesem Vollmond, das ist kein einfacher Vollmond und wir wollen jetzt ein bisschen mal schauen, was das sein kann, dieses Vollmond. Also in der Schweiz habe ich zum Beispiel gesehen, dass der Mond im 10. Haus und der Sonne im 4. Haus ist. Und das zeigt eigentlich so ganz stark, dass es um eine sehr starke Konstellation geht hier auch, weil das ist 1., 4., 7., 10. Häuser sind sehr bewegende Häuser. Und ich möchte das aber euch ein bisschen so näher erklären, um was eigentlich geht. Der Löwehaus hat eigentlich mit unseren Verantwortungen zu tun, wo wir die Führung im Leben übernehmen, wo wir uns aber auch präsentieren und uns zeigen eigentlich, also wie wir auch wirklich sind. Löwehaus gehört aber auch zum Beispiel so Haus von Kinder, Liebe ist so ein Thema, aber das Haus von Schauspielern, Moderator zum Beispiel, Leute, wo in der Öffentlichkeit leben, Führungsleute, Präsidenten, Staatsleute, das ist alles so im 5. Haus, aber auch Banken gehören zum 5. Haus. Also die Banken, das heißt, das ist auch ein sehr, sehr starkes Thema. Oder aber auch so Leute, wo selbstständig sind zum Beispiel, wo sie mit ihren Können, zum Beispiel auch ihr Geld verdienen können. Das gehört auch zum 5. Haus, diese Selbstständigkeit. Und es ist jetzt so eigentlich, dass dort der Mond ist
und eine geballte Planetensammlung sind in Wassermann. Und Pluto ist auch Wassermann, Mars ist ein Wassermann, auch der Venus und der Merkur. Und der Venus und Merkur ist verbrannt. Das heißt jetzt Folgendes. Dieses Vollmond sagt eigentlich, du wolltest eigentlich ein Privatleben haben, aber dort, wo der Wassermann ist, die Menschen mit dem Wassermann-Energie, einmal sie wollen und einmal sie wollen nicht. Also das heißt, sie machen das, was sie wollen eigentlich. Und sie sagen vielleicht manchmal auch Dinge, wo wir erschrecken uns oder ihre Verhaltensmuster. Oder das sind auch teilweise außerordentliche Leute, teilweise wie Randgruppenleute oder Leute, die sehr spezialisiert auf etwas sind. Und wahrscheinlich viele von euch haben vielleicht im Privatleben etwas gewollt, einen Neuanfang machen wollen, aber es hat wenig richtig geklappt, weil es zeigt, dass in der Vergangenheit vielleicht durch hitzige Gespräche oder durch unüberlegte Entscheidungen sind wie Gelder verloren. Und da könnt ihr euch so überlegen, was ist so ab September letztes Jahr so bei euch passiert. Wo habt ihr Finanzenverluste gemacht oder Vertragsverluste gemacht? Wie ist die menschliche Kommunikation gewesen? Ich habe euch schon gesagt, das war so der Opfer und aus der Opferrolle rauskommen. Und hier zeigt so, jetzt hast du das Ganze gelernt und du hast jetzt auch das Privatleben nicht beginnen können, das was du wolltest, dein Zuhause, vielleicht wie du dein Zuhause gestalten möchtest. Es hat viele Sachen nicht geklappt, vielleicht finanzielle Verluste gemacht und das hat jetzt wehgetan bei manchen Menschen. Und vor allem vielleicht auch diese Partnerschaft, die in der Privatleben nicht geklappt hat oder das, was man privat wollte. Und man hat auch wie gemerkt, einige von euch, oh Gott, das ist mir zu stressig, diese Leute machen einfach, was sie wollen. Und so ein Leben möchte ich in meinem Privatleben gar nicht. Und was macht man dann? Da geht man in die Löwenhaus. Und Löwenhaus ist eigentlich das Haus, wo wir die Verantwortungen sowieso haben. Führung. Das heißt, viele Leute sagen, okay, ich gehe in meine Verantwortung, ich gehe in die Führung. Vielleicht habt ihr sehr viele Themen, so Entscheidungen jetzt in den letzten Wochen gehabt mit Karriere, berufliche Entscheidungen, vielleicht Wohnung kaufen, Haus kaufen kann das sein, ein neuer Status. Und ihr habt gesagt, oh nein, das andere Privatleben, das ist mir zu stressig. Ich gehe lieber in meine Führungsrolle, das, was ich wirklich gut kann, das, was ich managen kann, wo ich dort auch stark sowieso gesehen werde. Anerkennung. Und jetzt müsst ihr nicht so denken, ja gut, ich gehe jetzt in die Anerkennung, weil ich so ein Ego bin und davonlaufe, sondern einfach diese Erfahrung eigentlich, die man vielleicht gemacht hat, vielleicht nicht gesehen werden oder nicht wahrgenommen werden oder vielleicht einfach, dass irgendwie diese Bedingungen nicht stimmen, einfach diese Spielbedingungen nicht stimmen. Und da habt ihr vielleicht gesagt, nee, das ist mir zu blöd, das mache ich wie nicht und ich komme aus der Situation raus eigentlich, weil ich möchte klare Verhältnisse, klare Struktur und das, was ist, und das kenne ich schon aus der Vergangenheit, das möchte ich auf keinen Fall im Theater wieder haben eigentlich. Und das ist nicht davonlaufen, sondern auch ein bisschen Selbstschutz und man macht eigentlich automatisch dann auch das, was man am besten kann. Vielleicht im Beruf, in Karriere und man braucht auch eine gewisse Anerkennung vielleicht und dann holt man sich das dort irgendwie. Und es ist jetzt aber so, dieses Vollmond hat verschiedene Bedeutungen wirklich. Zu einem ist das jetzt auch jetzt der Beginn vom Jahresthema, kann ich so sagen. Erinnert euch, ich habe euch ja gesagt, ihr müsst euch gut überlegen, für was ihr euch entscheidet. Und diese Entscheidungen jetzt in der letzten Zeit, ist das beruflich gewesen, habt ihr Wohnung gekauft, Haus gekauft, habt ihr eine Ahnung gehabt oder keine Ahnung gehabt. Genau dort werdet ihr vor allem dieses Jahr geprüft werden. Und es zeigt aber hier, sagt das System, so, es geht nicht mehr, dass du die Führung übernimmst, dass du die weil die Löwen sind ja auch bekannt, Löwenenergie ist ja bekannt, wo gerne arbeitet, die Führung nimmt, Verantwortung nimmt, aber dafür hat es wenig Platz in das Privatleben eigentlich, jetzt mehr in der Öffentlichkeit, mehr draußen, mehr Macher eigentlich. Und es existiert dieses Privatleben kaum bei ihnen. Und hier zeigt das System eigentlich so, jetzt ist das fertig. Ja? Jetzt ist das fertig. Du brauchst jetzt ein Privatleben. Du brauchst jetzt eine Balance zwischen einem Privatleben. Also hier geht es nicht darum zu sagen, so jetzt muss das, was wir uns erarbeitet haben, geht zu Ende, sondern der Forum, wie wir vielleicht Dinge erarbeiten,
die geht zu Ende. Das heißt, wir müssen die Prioritäten anders setzen. Hier geht es aber auch darum jetzt eigentlich, dieses Jahr geht es um die folgende Prüfung. Pluto ist im Wassermann, der wird dort jetzt auch transieren und ich habe gesagt, so, er ist jetzt so weit eigentlich, habe ich euch die letzte Zeit gesagt, jetzt werden die Prüfungen zu kommen, Aufgaben, die wir meistern werden in den folgenden Jahren. Und wo der Pluto ist eigentlich, dort ist eine ziemlich starke Position und der wird natürlich das Löwenhaus ändern. Das heißt eigentlich, dieses Vollmond hat sehr viel, also gewichtig ist sehr stark. Zu einem ist es so, ihr habt hier eine Aufgabe übernommen, eine Verantwortung oder ihr habt euch für ein Projekt entschieden. Und in diesem Jahr geht es darum, ich will jetzt auch noch Privatleben, die kommt jetzt bald dazu. Ihr werdet dann ein schönes vielleicht Privatleben beginnen können oder Chancen in eurem Privatleben bekommen. Und jetzt geht es darum, also das vermisst ihr ja eigentlich vielleicht, weil ihr das vielleicht dort nicht hattet. Das heißt, dort oder was mal bei euch ist, dieses Ding hattet ihr nicht wirklich. Und jetzt bekommt ihr das jetzt bald. Und in diesem Jahr geht es darum, eine Balance zu finden. Aber es ist nicht, der Balance ist es nicht so, dass ihr sagt, okay, ich vernachlässige jetzt dieses Wassermannhaus, jetzt dieses Privatlebenbereich, also das vernachlässige ich jetzt und ich tue jetzt voll meine Verantwortung übernehmen in meinem Beruf, Karriere. Das ist nicht so gedacht. Es ist aber auch nicht so gedacht, dass ihr nur Privatleben lebt und das andere zurücksteckt, sondern hier geht es darum, bist du in der Lage, das in Balance zu halten und auch fair sein. Also das heißt, geht es immer noch darum, in der Ego-Energie zu leben, also wie tust du die Dinge im Leben erarbeiten oder wie willst du die darstellen. Hier geht es auch darum, Regeln zu schaffen in diesem Vollmond, Regeln zu schaffen, dass alle Beteiligten sich eigentlich wohlfühlen. Weil es werden jetzt wahrscheinlich sehr viele Gespräche bei euch stattfinden und, oder vielleicht Informationen, wo ihr nicht gewusst habt, wo jetzt wirklich Ballen kommen. Und es kann zum Beispiel auch so eine Form ausgelebt werden, dass ihr wie jemanden sieht, Mikro geht, einkaufen geht, ihr seht jemanden und dieser Mensch kann in kurzer Zeit euer Privatleben umkrempeln zum Beispiel. Oder ihr habt etwas gewollt in der Vergangenheit, es hat nicht geklappt und es kann sein, dass ganz plötzlich Gespräche stattfinden und das eben klappen kann, diese Situationen. Und das ist zum Beispiel so eine Konstellation oder wo ihr zum Beispiel auch sagt, so wie das jetzt war, das will ich nicht, ich will wieder das Neue und jetzt beginnt ihr wirklich an etwas zu schaffen. Das Thema ist, es ist wie zwei neugeborene Babys, müsst ihr vorstellen. Ihr habt Zwillinge bekommen. Und das heißt, beide Kinder wollen Nahrung gleichzeitig. Das heißt, man muss beide Kinder, beide Projekte eigentlich fair sein, beidem gegenüber. Und das ist im Fall nicht immer einfach. Zwei Dinge gleichzeitig fair sein, weil irgendetwas muss man ja zuerst nehmen. Ein Kind, wenn man zwei Kinder hat, Zwillinge hat, man muss ja zuerst ein Kind nehmen, aber dann ist das andere Kind nicht bei mir. Das heißt, man muss wie eine Balance finden, dass man nicht nur das eine Kind hat, das andere Kind lädt man oder das umgekehrt eigentlich. Und weil sonst verhungert ein Kind, weil ein Kind schreit oder rebelliert und sagt, okay, dann geht es nicht. Es ist aber auch so, diese Konstellation ist ja nicht nur für euch privat, aber so auch in der Welt werdet ihr Folgendes sehen, dass sehr viele Leute zum Beispiel, wo sie jetzt gerade in ihrer Firma vielleicht so Hiob-Botschaften bekommen, kann es sein, wie zum Beispiel wichtige Kundenverluste, Projektverluste, vielleicht mehrere. Und das sind vielleicht mehrere tausende Euros. Und sie wollen aber trotzdem vielleicht das Ganze retten, gegen außen so gut dastehen wie möglich. Das heißt, sie bauen neue Systeme, neue Strukturen. Aber wenn diese Dinge kein richtiges Fundament habt, dann gibt es dann später Ärger. Das ist eigentlich Folgendes. Ihr werdet sehr bald in beiden Bereichen Dinge beginnen, privat wie in der Öffentlichkeit, in dem Statusbereich. Und dass eure Aufgabe ist eigentlich, bis Sommer richtige Fundament machen. Und das müsst ihr euch so vorstellen, jetzt von der Gedanke her. Stellt ihr vor, ihr habt ein Haus gekauft und ihr malt jetzt die Fassade von dem Haus. Sieht toll aus, wunderschön, mit Blumen und Dekoration, was weiß ich. Drinnen macht ihr Laminat, Wände malt ihr und wenn jemand dieses Haus anschaut, denkt, es ist ein neues Haus. Es ist aber so, dass dieses Haus
die Pfosten nicht richtig renoviert wurden. Also die Bausubstanz ist sehr alt, ist vielleicht 80-jährig. Das heißt, wenn eine kleine Erdbeben stattfindet oder irgendwie eine Gewitter, dann wird dieses Haus vielleicht fliegen. Das heißt, es ist hier wichtig, das, was ihr hier, ob das was es auch ist in der Karriere oder im privaten Bereich, das, was ihr im Moment am Laufen seid bei euch, ihr müsst hier ganz starke Fundamente herstellen. Ganz stark, wenn ihr in eine Beziehung reingeht, nicht nur sagen, super glücklich, ich liebe dich und er liebt mich und bla 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 bla, sondern ihr müsst wirklich viel reden miteinander, klare Regeln stellen. Das heißt, das Arbeit darf nicht vernachlässigt werden, auch das Privatleben nicht. Es muss eine Balance haben. Eine Fairness ist ganz, ganz wichtig. Es muss aber tragende Fairness sein. Es müssen Strukturen gebaut werden, wo wirklich langfristig sind. Das heißt, wenn euch zum Beispiel angenommen, ihr geht in eine Arbeit rein und euch fällt ein Wissen, dann müsst ihr das euch erarbeiten. Und ihr müsst euch so wirklich bis Sommer sehr gut vorbereiten. Denn das, was ihr bis Sommer vorbereiten habt, sobald der Jupiter in Löwe kommt, dann wird das vergrößert eigentlich. Dann wird das wirklich gezeigt und präsentiert. Also das heißt, ihr habt zum Beispiel ein Haus, Fassaden gemacht, aber das Haus ist nicht so stabil. Die Mieter kommen so quasi nach Juli alles rein. Die kommen alle rein. Das wohnen vielleicht 100 Menschen in diesem Haus. Und dann, das läuft gut und ab Herbst wird es vor allem ab Ende Jahr, wenn der Mars und der Jupiter rückläufig wird und wenn es mal etwas ist, dann bricht das Haus. Das heißt, es ist dann auch in eurer Verantwortung, wenn das Haus zusammenbricht, dass die Menschen überleben, oder nicht. Und das heißt, ihr werdet sowieso sehen, dass Ende Jahr sehr viele wirklich wie auseinandergehen. Also alles, was nicht richtige Fundament hat, wird Ende Jahr wirklich die Prüfung so quasi nicht bestehen. Weil es ist wirklich stark, wenn der Mars und der Löwe in Löwehaus, Jupiter und der Mars in Löwehaus auch rückläufig wird. Also das ist schon ein sehr starkes Stück. Und dieses Ding, da geht es wirklich um das. Das heißt, eigentlich, das hat jetzt auch mit dem zu tun, der Pluto war ja in Steinbock. Ihr habt Strukturen gelernt, wie man richtig Strukturen macht. Und hier geht es darum, könnt ihr hier auch die richtigen Fundamente setzen, also die richtigen Sachen. Wisst ihr eigentlich, wie etwas aufgebaut werden muss. Und viele von euch haben im Moment Dinge angefangen, wo ihr bereits Erfahrungen habt. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ihr angefangen habt, wo ihr gar keine Ahnung habt. Und diejenigen, die schon wissen, also Erfahrungen haben von diesen Dingen, ihr müsst euch wirklich so über die Bücher gehen und überlegen, hey, ich habe da Erfahrung in diesem Bereich, jetzt habe ich damit einen Anfang gemacht und was muss ich alles machen? Und macht euch am besten eine Liste. Ich habe jetzt ab Dezember vielleicht ein Projekt übernommen und im Moment gegen außen sieht es toll aus, super Projekt. Macht eine Liste, was muss vorhanden sein, oder was muss gemacht werden, damit dieses Projekt wirklich stabil werden kann, damit dieses Projekt stark wird. Also was muss überhaupt gemacht werden? Wie ist der Inhalt dieses Projektes oder was fehlt im Moment? Und macht euch Zeitmanagement. Dann ist es auch wichtig, sehr bald kommt das Privatleben bei euch im Gang übrigens. Oder ihr lernt jemanden kennen, irgendwelche Chancen bekommt im Privatleben. Das kann auch Ausbildung sein, das kann andere Dinge sein, je nachdem. Und dann müsst ihr euch überlegen, wie bringe ich das beide unter einem Dach. Das ist sehr wichtig, dieses Zeitmanagement. Also wie viele Stunden investiere ich für das, wie viele Stunden investiere ich das, was mache ich am Montag, was mache ich am Dienstag. Also das müsst ihr sehr, sehr gut kalkulieren. Vor allem nach Sommer wird vor allem dieses berufliche Teil sehr wichtig werden wahrscheinlich. Das heißt aber auch dieses Teil vielleicht, wo ihr Status ist oder dieses Teil eigentlich, wo ihr euch selber auch zeigen und präsentieren möchtet. Und da ist es wirklich wichtig, dass man nicht nur in der Ego-Energie geht oder in die eigene Stolz. Es muss so gemacht werden, wie ich will. Weil der Löwe hat ja mit dem Ein-Person, mit dem Leader zu tun, der sagt, ich entscheide, ich mache, ich tue. Da müsst ihr halt auch vor allem nach Sommer lernen,
nicht nur ich bin im Mittelpunkt, sondern auch die Partnerschaft oder das Privatleben. Die Beziehung ist auch hier. Das heißt, ich darf die nicht vernachlässigen, nur weil ich jetzt mich selber, nur mein eigenes Ego ausleben will. Weil wenn ihr so ein bisschen dieses Management gut macht, dann habt ihr eigentlich Ende Jahr eine sehr, sehr gute Konstellation. Diejenigen, die jetzt eine gute Basis machen, gute Struktur machen, die werden nächstes Jahr riesen Erfolg haben übrigens. Also die große Erfolg wird eigentlich das nächstes Jahr kommen. Diejenigen, die jetzt dieses Balance nicht haben, es kann sein, dass manche Menschen sehr viel dann auch Verluste machen. Manchmal ist es ja so, dass wir extrem uns in etwas hineinsteigen, vielleicht oder in Ego-Energie bleiben, dass wir natürlich dann auch durch vielleicht falsche Entscheidungen, weil wir so sehr von uns selbst überzeugt sind, ich kann alles alleine, ich bin gut, ich brauche niemanden. Und dass wir nachher wirklich auch das verlieren, was wir eigentlich erarbeitet haben. Oder weil wir vielleicht in verschiedenen Hochzeiten tanzen wollen. Das heißt, wir Menschen haben so auch die Tendenzen, wir erobern vielleicht eine Situation oder einen Menschen oder wir gewinnen einen Vertrauen und dann, sobald wir das gewonnen haben, ist die Tendenz einfach da, oh, wir müssen etwas Neues erobern. Da gibt es etwas neue Schoki, neue Glasse, neue Dinge, die muss probiert werden. Und das heißt, das, was wir im Leben erarbeiten, die nehmen wir nicht mehr so wichtig, weil wir haben sie erarbeitet. Dieser Mensch ist ja in unserem Leben. Also das heißt, ich muss mich nicht mehr um den Mensch bemühen, ich kann neue Leute mir erarbeiten. Ich kann neue Beziehungen mir erschaffen, neue Kollegen, neue Freunde, neue Lover. Das, was sie ist nicht mehr gut genug, so quasi. Oder das kenne ich ja, ist ein bisschen langweilig. Und hier ist nachher das Gefahr, dass wir, also dieses Neue, das, was wir so begehrenswert finden, eigentlich gar nicht so gut ist, wie wir denken. Es ist vor allem in unserer Fantasie manchmal. Und das, was wir auch vielleicht erarbeitet haben, dass wir die dann auch in die Verluste geht. Also diese Situation kann dann auch ab nächstes Jahr dann stattfinden, wenn wir das jetzt eigentlich nicht richtig machen. Und ich sage euch sowieso, wenn die Planeten schon so frisch sind, dann ist immer wichtig, mit der richtigen Energie zu beginnen. Und deshalb seid jetzt achtsam in diese Zeiten, was ihr macht, wie ihr euch entscheidet. Und vor allem Jahresthema ist ganz klar, dieses Jahr ist viele Jahresthemen übrigens, weil viele Planeten sind neue Häuser, aber sicher mal die Beziehungen in Balance halten. Also das heißt, nicht in der Ego-Energie bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Zeitmanagement ist ganz wichtig. Und das ist hier dieses Neumond. Was jetzt in diesen Schattentagen oder in dieser nächsten Zeit passieren kann, ist vielleicht, dass einige sagen, okay, vielleicht die Dinge gehen zu Ende. Also was hier schlimmstenfalls passieren kann, ist dieses Monat, ist Befreiung. Dass ich sage, ich will jetzt eigentlich meine Freiheiten haben. Kündigung, Arbeitswechsel, ich will vielleicht Freiheit und positiven Dingen, wo ich sage, ich erarbeite mir eine neue Wirtschaft, ich erarbeite mir einen neuen Job, dass ich mehr Freiheiten habe oder ich werde schwanger, dass ich jetzt meine Zuhause haben kann zum Beispiel. Also hier kann es auch ein Akt von Befreiung von etwas sein in diesem Monat. Es kann aber auch so sein, dass wir uns sagen, okay, was machen wir jetzt? Wie wird das konkret werden? Wir geben es Namen. Also vielleicht seid ihr seit 1-2 Jahren in einer Larifari-Beziehung gewesen zum Beispiel. Und jetzt heißt, ja gut, wie ist die Beziehung? Hat jetzt diese Beziehung einen Namen? Sind wir zusammen oder nicht? Also diese Konstellation kann auch zum Beispiel sein. So oder so, es ist ein sehr wichtiger Monat, Februar. Schon sehr bald haben wir auch den Sonnenfinsternis. Das heißt, dieses Vollmond ist sehr, sehr wichtig. Und alles, was nicht zu euch gehört oder wo nicht mehr stimmig ist, die wird jetzt auch wirklich von unserem Leben so quasi auch verschwinden. Oder wo wir merken, das passt jetzt nicht mehr. In der Welt wird sehr viel Unruhe sein. Ich habe ja auch schon letztes Mal gesagt, es wird sehr viel Aufstand jetzt in der nächsten Zeit geben, Unruhe auf den Straßen geben. Leute werden auch rebellieren, das hat auch schon angefangen sehr stark. Ich habe das ja schon ganz stark in 2025, schon ab Frühling euch erzählt, dass ab Ende Jahr sehr viel Aufstand sein wird und vor allem Januar. Und ich denke, das ist jetzt auch so gewesen.
dass ganz viel Aufstand, Leute sind auf der Straße, Leute rebellieren. Ich habe euch jetzt das ganz so stark erklärt mit dem Pluto, gesagt habe, die Leute schließen sich zusammen, die wollen dann sich bühnen aufstehen und das ist jetzt auch diese Situation. Wenn wir zum Beispiel auch dieses Vollmond auch noch schauen, wo das letztes Mal war, das war 2007. In 2007 war es übrigens auch so in den USA, die Banken haben im Immobilienbereich Kredit gegeben. Das heißt, die Leute, die Häuser gekauft haben, die haben Kredite bekommen damals. Und die konnten die Kredite nicht bezahlen und da ist natürlich 2007 und 2008 Bankkrisen entstanden, Leute. Und in der Schweiz in 2007, 2008, diejenigen, die sich daran erinnern, da gab es ja dieses UBS-Bankkrise. Das heißt, die hatten auch mit Finanzen Schwierigkeiten und in der Schweiz hat es nachher angefangen, dass die Geschäftsleute wie plötzlich keine Kredite mehr bekommen haben oder schwierig war, Kredite zu bekommen. Also sie mussten selber, also immer noch teilweise beweisen, dass sie Gelder haben, damit sie über Kredit bekommen. Das heißt, Leute, die wirklich Kredit brauchen, bekommen gar keine. Aber die Firmen, die haben, Gelder haben, die bekommen Kredit eigentlich. Ist immer noch so. Aber das ist so damals so richtig losgegangen. Nachher war ja die Schweiz, hat gesagt, okay, wir wollen die nicht stürzen, der Bank, UBS, und da haben sie, glaube ich, 6 Milliarden Geld gegeben. Und das zeigt eigentlich auch, dieses Vollmond ist auch sehr stark mit Finanzen zu tun, also mit Banken zu tun. Da werden wir ganz viel Geschichten über Banken, über Finanzen hören. Uranus wird dann auch in Stierhaus weitergehen. Das kann natürlich auch irgendein Börsencrash sein, Leute. Zusammenbruch oder irgendwelche auch Geschäfte, so wichtige namenhafte Geschäfte, Zusammenbruch kann passieren, aber auch so Sturz von irgendwelche wichtige Führungsleute, wo das Volk so schon Aufstand macht, wo es sagt, so, jetzt runter mit dir, wir wollen euch nicht mehr, und dass es so Aufstand wird oder dass Menschen eben irgendwelche Sachen erleben in den Ländern und sagen so, nein, das finden wir ungerecht, das finden wir unfair, wir wollen das nicht mehr in unserem Land haben. Dieses ethische Werte vertreten wir nicht mehr. Und das heißt, es ist so eine gewiss sehr, sehr starke Unruhe. Und diese Unruhe wird natürlich nicht nur diese Länder betreffen, es wird auch Europa treffen, auch Frankreich, Deutschland, denke ich, Schweiz auch. Jedes Land eigentlich, weil die Menschen wollen dann auch in ganzen Ländern eigentlich gehört werden, ganz stark. Und das wird dann überall passieren und so, und ich denke, ihr bekommt schon das langsam mit. Aber ich denke, das wird jetzt noch viel, viel stärker dann bald dann richtig losgehen eigentlich. Also das, was wir im Moment gesehen haben, ist nur so ein bisschen, also so wie Werbekampagne, sage ich mal. Kennt ihr so, ihr geht ins Kino und dort wird ganz kurz so gezeigt, was es Filme gibt, nächstens im Kino. Und das, was ihr so in der Öffentlichkeit bis jetzt so gehört habt, das war so ganz, ganz wenige, denn jetzt wird es so richtig jetzt eigentlich losstartet und vor allem so nach Mitte März wird es so richtig, richtig stark werden, das Ganze. Ja, das sind so diese Konstellationen. Ich denke, in dieses Jahr wird es extrem unruhig werden, vor allem so ab Oktober, denke ich. Also ich denke, so bis zum August, September ist okay, aber nach Oktober geht so richtig die Postordnung so langsam ab jedem Monat ein bisschen mehr. Und vor allem so Dezember, ja, also diese Monate sind. Und vor allem auch all die Leute mit diesem Vollmond jetzt auch zu tun, alles, was ihr so mit der Öffentlichkeit Arbeit macht, da müsst ihr sehr achtsam sein. Weil es wird wirklich so, es werden nur die bleiben, wo wirklich ihren Job ganz richtig machen. Das heißt, das, was ihr sagt, wenn ihr in der Öffentlichkeit sind oder wie ihr kommuniziert, was ihr schreibt, also da einfach sehr, sehr achtsam sein, weil ihr müsst euch wie vorstellen, es sind so hier wie 10 Bewerber, von der Gedanke her, von diesen 10 Bewerbern, 5 haben schlechte Zeugnisse, also Schulnote, die werden weggehen. Von diesen 5 wird nochmal entschieden, wer bleibt in dieser Runde. Und da sieht man zum Beispiel, da hat die Kompetenz auch nicht richtig, geht auch weg. Das heißt, von diesen 10, 20 Leuten bleiben vielleicht am Schluss noch 3 oder 4 übrig. Das heißt, es wird viel eliminiert. Also das ist so ein Eliminierjahr eigentlich, müsst ihr euch auch ein bisschen vorstellen. Und alles, was ihr so in der Öffentlichkeit macht und vor allem, wenn ihr Verantwortung habt, in der Führungsposition seid, ob ihr Firma leitet,
ob ihr Personal unter euch habt oder Schauspielerbereich seid zum Beispiel. Lehrer zum Beispiel, auch egal. Also immer alles, was vor Leute ist oder YouTuber-Kanal. Einfach wirklich alles in Achtsamkeit machen und auch immer überlegen, was ihr sagt und was ihr nicht sagt. Ich sehe zum Beispiel ganz stark, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ist, also ich sehe das sehr stark, dass in der letzten Zeit sehr viele Leute über YouTube einen Kanal machen und zum Beispiel so irgendwie, als wären sie wie Reportage und für irgendwelche, also sie schauen, wer hat was gesagt in dem Video und das wird nachher so ein bisschen diskutiert. Das heißt, denkt einfach die Leute daran, wenn ihr zum Beispiel auch solche Sachen macht, ihr nehmt von einem jemanden ein Video und ihr bearbeitet das und ihr macht aus dem Geld verdienen. Das heißt, es gibt Gesetze und das heißt, viele Leute werden gegen Ende Jahr auch eine Anzeige bekommen. Also müsst ihr euch vorstellen, das ist wie wenn jemand ein Buch schreibt und ich nehme das Buch, ich benutze das als meinem Lehrwerk und ich sage, das ist mein Buch und ich verdiene damit Geld eigentlich. Das heißt, der kommt und sagt, hey, du kannst nicht meine Bücher als deine Arbeit 1:1 verkaufen. Du kannst vielleicht Sachen schreiben selber, aber dass ich die Material von einem Lehrer nehme und als meine gebe und dass die Öffentlichkeit sieht vielleicht, das heißt, ich komme nachher unter die Decke, müsst ihr euch vorstellen. Oder wie soll ich das erklären? Es gibt zum Beispiel, ich verdiene Geld, indem ich vielleicht euch auch ein bisschen bloßstelle oder ich verdiene Geld zum euch auseinandernehmen. Da kommt und jemand sagt, hey, der beleidigt mich oder der macht das. Ich habe es gerade diese Woche gehört, jemand hat eine Anzeige gemacht wegen Beleidigung oder Beschimpfung. Oder letzte Woche habe ich gehört. Das heißt, ich habe gedacht, das ist nur Theorie, das so etwas, aber es gibt es. Das heißt, es gibt Leute, die machen Anzeige wegen Beleidigung, wegen Schimpfen. Das gibt es Leute. Also das heißt, seid wirklich ganz, ganz achtsam. Auch mit Komplimenten seid achtsam dieses Jahr. Das heißt, Löwe-Thema hat auch viel mit Komplimenten, das heißt Anfälligkeit. Jemand kommt und sagt, hey, weißt du was, tu bitte mir dieses Gefallen. Und wenn du das mir tust, dann helfe ich dir in anderen Sachen. Das heißt, du bist in einer Verantwortung und du gibst vielleicht angenommen Prüfungsfragen raus, weil das ein Kollege von dir ist. Und das heißt, dann wirst du deinen Job vielleicht verlieren, weil das vielleicht rauskommt. Also solche Dinge, alles was so Bestechungen sind, Komplimente sind, Material von anderen Menschen sind, wo man gebt das nicht als eigene aus, sondern erarbeitet eure eigenen Materialien. Tun nicht andere Systeme übernehmen, weil ihr nicht wisst, wie echt die sind oder wie falsch die sind. Wenn ihr mit KI arbeitet, überprüft das wirklich, ist das wirklich echt, was dort steht? Oder ist das nur das, was ihr hören möchtet? Tun nicht einfach Arbeiten übernehmen. Also werdet bewusst, was sind eure Verpflichtungen, was sind eure Aufgaben, was könnt ihr nicht und fällt euch Ausbildungen, holt die nach. Also geht wirklich mehr in die Eigenverantwortung eigentlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine dieses Vollmond sieht am Anfang sehr positiv aus, aber wenn man eben nicht aufpasst, es gibt nachher Crash wirklich. Ich hoffe, jetzt habe ich euch kein schlechtes Gefühl gegeben, aber ich muss es ein bisschen so deutlich kommunizieren, damit ihr so ein bisschen so Ahnung bekommt von diesem Vollmond, weil eine sehr wichtige Ebene ist. Also keine 0815 eigentlich. So, meine Lieben, ich wünsche euch ganz schönen Abend und bis bald.